In einer grünen Umgebung zu wohnen, ist eine schöne Sache. Wenn man aber keine glasierten Dachziegel hat, so merkt man nicht nur dort nach einigen Jahren, wie Regen, Kälte, Wind und Sonne dem Dach zusetzen. Bäume in der Nähe verstärken dies noch. So bilden sich im Laufe der Zeit immer mehr Moose und Flechten, die das Dach unansehnlich werden lassen. Die Oberfläche der Dachziegel wird angegriffen und kann nachhaltig beschädigt werden. Feuchtigkeit und Frost dringen in die Ziegel ein. Anstelle einer teuren Neueindeckung kann man mit einer Reinigung und Beschichtung das Dach vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen und gleichzeitig die Optik verbessern. In diesem Fall kam aber noch eine Komplikation in Form von Schwimmbadabsorbern hinzu, die zur Erwärmung des Poolwassers dienen. Trotz der vielen Beschichtungsfirmen auf dem Markt verging über ein Jahr, bis ich eine fand, die das mit übernahm. In einem ersten Schritt werden daher zunächst die Absorber entfernt und markiert, damit sie später wieder an der richtigen Stelle montiert werden können. Dann geht die Reinigung los mit einem professionellen Hochdruckreiniger mit ca. 300 bar Druck. Vor Jahren haben wir Kupferbleche zur Reinigung bei uns montiert. Das hat aber nur wenig bewirkt. Ja, sondern man macht es eigentlich, wenn das Dach sauber ist, dann macht man das Kupfer drauf, weil dann hält es halt sauber. Ne? Die Beschichtung erklärt Herr Strauß bei einem Nachbarn, dessen Dachziegel schon gereinigt wurden. So, wir fangen jetzt mit der Dachbeschichtung an und wir werden jetzt von links nach rechts gehen, 3 Reihen, und das wird eine Nass-in-Nass-Kreuzbeschichtung. Ich gehe erst von links nach rechts und dann in der entgegengesetzten Richtung von oben nach unten. So, das nennt man eine Nass-in-Nass-Kreuzbeschichtung. Das wäre jetzt die erste Schicht. Und jetzt werde ich von links nach rechts wieder gehen, oder eher gesagt von rechts nach links, aber eben in der entgegengesetzten Bewegung, damit sich die Fasern über Kreuz legen, und damit ist auch gewährleistet, dass das Dach eben eine Haltbarkeit von Minimum 15 bis 20 Jahre wieder hat.
wir hier sehen, ist eine sogenannte Nanobeschichtung. Nanobeschichtung heißt, dass wir diesem Dach einen Abhelleffekt geben. Und dieser Abhelleffekt bewirkt, dass sich keine Moose, Algen, selbst Grünspan nicht mehr ansetzen können. Der Regen wäscht praktisch die Mikroorganismen, die von den Bäumen auf die Dächer fliegen, in die Dachrinne und wird somit abgeführt vom Dach. Es kann sich nicht mehr festsetzen. Ja, wie wir sehen, ist natürlich auch wichtig, das Dach ordentlich zu reinigen, damit das wirklich porentief gereinigt ist, und dann werden eben diese Kreuzbeschichtung aufgebracht, und bei dieser Kreuzbeschichtung handelt es sich um ein absolutes Reinacrylat zu 100%, auch biologisch abbaubar. Ja, und wir werden ja später dann sehen, wenn das Dach fertig ist, werden Sie erkennen, dass dieses Dach eine absolute Neuerscheinung hat. Das Dach schaut im Endeffekt nicht mehr aus wie beschichtet oder neu beschichtet, sondern schaut aus wie neu gedeckt, wenn man sein Handwerk beherrscht. Aber so schön gewaschen, muss ich sagen. Wegen der vielen Bäume in meiner Umgebung habe ich vor der Beschichtung eine Grundierung durchführen lassen.